Ho, ho, ho! Hast du denn dieses Weihnachten schon über Filme geredet? Ho, ho, ho! Nein, aber das wird jetzt geändert werden. Ho, ho, ho! Ja, sehr gut. Den Ho-Ho-Ho-Witz habe ich mir auch gerade eben überlegt. Ja? Aber da bist du mir jetzt leider ein bisschen zu vorgekommen. Ja, einen wunderschönen 24. Dezember euch allen, a.k.a. Weihnachten. Oder Heiligabend? Je nachdem. Feliz Navidad und so. Ja. Wir nehmen uns heute auch das Recht, mittwochs wieder eine neue Folge rauszuhauen. Und da soll es natürlich auch ein bisschen um Weihnachten gehen. Ja, wie der Zufall es so will, ist halt der Mittwoch jetzt der 24. Und genau, da hatten wir uns einige Filme überlegt, die man da halt besprechen könnte, die einen Weihnachtsaufhänger haben. Und da kamst du doch mit der wunderbaren Frage, hey, kennst du eigentlich Deadly Games? Genau, Deadly Games, allein gegen den Weihnachtsmann. Ist auch so ein Nebentitel, Untertitel bei dem deutschen Titel dazu. Im Original heißt der Film Code Père Noël. Ja, mit der Zahl noch davor. Ja, 3615. Auf Französisch. Die bitte. kann ich bitte nicht auf Französisch sagen. Ja, und der ist aus dem Jahr 1989. Und böse Zungen behaupten, der ist so ein bisschen ähnlich wie Kevin allein zu Hause. Ja, was heißt böse Zungen? Der Regisseur höchst selbst, Ja. ein Typ namens René Mansour, ich bin mir nicht sicher, ob der Name richtig ausgesprochen ist, der hat den Film gedreht und der hat halt gesagt, ja ey, Leute, was macht ihr da? Ihr habt meinen Film plagiert oder gereshootet. Und der hat auch tatsächlich überlegt, da rechtliche Schritte gegen die Kevin allein zu Hausmacher einzuleiten. Also Chris Columbus. Richtig. Und hat das aber, glaube ich, nicht getan. Zumindest habe ich darüber nichts lesen können. Es ist, sagen wir mal so, es ist ein ähnliches Thema. Es ist ein Weihnachtsfilm. Es ist ein Film, wo ein Außenstehender in ein Haus eindringen will. Ist ja auch über Kevin allein zu Hause. Und ein kleiner Junge wehrt sich dagegen, stellt Fallen auf, mit allem, was ihm so in die Hände kommt. Das ist so die Ähnlichkeit. Ne? Aber also ich finde, die Parallelen sind schon da. Also ich habe den Film jetzt gerade eben das erste Mal gesehen. Ich kannte den vorher nicht, außer als du halt damals, als wir uns überlegt hatten, was macht man Weihnachten, von dem erzählt hast. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt von dem Film gehört habe. Und also ich verstehe, glaube ich, den Regisseur, wo der herkommt, weil also die Parallelen sind da. Es fängt halt, der hat auf jeden Fall auch viele Unterschiede, so, ne? Aber es fängt schon irgendwie so damit an, ne? Gleiches Setting, sprich Villa/Schloss, also großes Haus. ja, Aber da ist hier das ist es Kevin jetzt ja allein. wirklich ein Schloss. Ne? Bitte? Hier ist es ja wirklich ein Hier Schloss. ist es wirklich ein Schloss, ne? Ja. Deswegen, das ist halt schon realistischer bei Kevin, auch so was das ganze Setting angeht, weil dieses Schloss, außer das Schloss schon noch mal krasser ist als irgendwie Fort Chicago Haus oder Villa, Ja. das Interieur des Schlosses hat halt auch so ein paar normale Zimmer, die man sich so in so einem Schloss vorstellt, aber alle, die zum Jungen gehören, zum Thomas, die haben ja sowas Verträumtes, Kindliches, Over-the-Top-mäßiges, Total. Also das Larger-than-life-mäßiges. Ich will mich nicht in weiteren Superlativen ergeben. Aber so, mit 10 wer hätte sowas nicht gewollt? Also es ist ein kleiner Junge, der quasi bei seiner wohlhabenden Mutter alleine aufwächst, ohne Vater. Genau, was da passiert ist, Das wird gar nicht erfährt weiter. man nicht. Genau, der ist Vermutlich einfach nicht verstorben. da. Und ist mehr, wie man es auf jeden Fall vermittelt bekommt, mehr oder minder sehr oft und sehr viel alleine. Aber er ist auf jeden Fall ein Wunderkind oder auf jeden Fall so ein Hochbegabter, der anscheinend, also so wird es zumindest in Dialogen offeriert, dass der
sogar in der Lage ist, selber Computerspiele zu programmieren, dass der pfiffig ist. Es wird auch in Sequenzen gezeigt, dass der ein Auto repariert. Der kann mit Computern umgehen, der kann mit Technik umgehen und mit Waffen. Und all das halt mit 10. Und glaubt aber immer noch an den Weihnachtsmann. Ja. Beziehungsweise meldet leise Zweifel an, weil ein Freund von ihm gesagt hat, ja, ey, bist du bescheuert, es gibt keinen Weihnachtsmann. Und da kommt die Mutter auf die geniale Idee, zusammen mit dem Opa, ne, also das ist so die Dreierkonstellation in diesem Schloss, zu sagen, ja, nee, den Weihnachtsmann gibt's, nur Kinder, die unartig sind, die bekommen keine Geschenke vom Weihnachtsmann, da müssen das die Eltern kaufen. Und um das noch irgendwie zu unterstreichen, organisiert die Mutter dann ganz schnell am Morgen des 24.12., also die arbeitet da für so ein Kaufhaus, ist da ganz Chefin, genau. Ja, wir brauchen hier jetzt Weihnachtsmänner, wir brauchen hier Tänzerinnen, das, also ein riesen Brimborium, was, okay, ne, also das würde man jetzt so am Weihnachtsmorgen wahrscheinlich nicht mehr organisiert bekommen. Ich finde allerdings sympathisch, dass der Film trotzdem die Frage stellt, ja, ey, Chef, warum jetzt und nicht vor einem Monat? Ja. Und da sagt die Mutter auch nur so, ja, weil vor einem Monat haben noch alle Kinder an den Weihnachtsmann geglaubt. Ja. Und okay, das sollte man also nicht zu sehr hinterfragen, da die Szene, sondern das einfach als gegeben hinnehmen. Ja. Und da ist dann halt auch schon so der große Antagonist des Films so halt introduced worden, der ja, das ist, ich weiß gar nicht, ist der obdachlos? Ja, es scheint ein obdachloser, so, ne? Wird jetzt nicht verträumter Mann zu sein, der irgendwie nirgendwo dazugehört, der sich dann eine kleine Mark machen will, indem der da als einen kleinen Franc holen will, als er da als Weihnachtsmann in dem Kaufhaus anheuert und wird aber kurzerhand dann von einem kleinen Mädchen, also diese klassische Szene, der Weihnachtsmann im Kaufhaus, die Kinder gehen da vorbei und grüßen den, der winkt schön, der nimmt manche Kinder auf den Schoß, die erzählen dem, was sie sich wünschen, so dieses klassische Setting. Und da ist dann ein freches Mädchen, die dann sagt, ha, du bist gar kein Weihnachtsmann und reißt ihm den Bart runter. Und in dem Moment, freche Göre, genau. Und dann macht er das einzig Richtige. Er schallert dem Mädchen eine. So nämlich. Und wird dann kurzerhand rausgeworfen und ist dann so ein bisschen erzürnt, kriegt aber mit, dass da gerade eine Lieferung für den Sohn der Chefin ansteht. Genau, der wird ins Personalbüro geschickt, ne, und dort kriegt er das halt mit. Und überlegt sich dann, dass er bei den Geschenken dabei sein sollte. Ja, also, so kann man das formulieren. Also bei der Kündigung ist offensichtlich die letzte Sicherung, die der noch hatte, komplett durchgeschmort. Und der begibt sich dann eben auf dem Weg zum Schloss. Ja, zum großen Anwesen. Was mir dazu noch einfällt, was ich an das coolste obsolete Medium, das ich seit langem gesehen habe, weil ich es tatsächlich nicht kannte. Der Thomas, der kommuniziert ja mit seinem Freund über Teletext. Teletext. Ich habe nie davon gehört, von dieser wilden Technik, beziehungsweise BTX, Bildschirmtext. Ich habe es falsch gesagt. Im Amerikanischen heißt es Teletel oder Minitel wurde es genannt. Und es ist ich kannte es nicht und dabei wurde das in Deutschland erst 2007 eingestellt, also lief halt noch schön lange weiter. Das ist einfach eine Mischung aus Telefon und Fernsehen. Ja. Und so wie er das ja benutzt, ne, weil da gibt es dann ja quasi diese Durchwahl und das ist ja eben dieses 3615, was irgendwann hätte sich das durchgesetzt. Das Internet hat auch so angefangen. Wenn das Internet nicht dazwischen gekommen wäre, verdammtes Internet! Aber was ich sehr witzig fand halt, dass der das im Prinzip so ähnlich benutzt wie so ein ChatGPT-Ding. Irgendwie so, das war so der Eindruck, ne? Der fragt dann halt, ob der Weihnachtsmann halt echt ist und das Ding redet dann so mit dem halt. Ja. In wunderschöner Videotext-Optik. Ja. Weiß gar nicht, ob es noch Videotext gibt. Benutzt noch irgendwer Videotext? Ich? Ja, okay. Immerhin einer. Ich bin der eine, der es noch nutzt. Ja, das fand ich auf jeden Fall noch eine coole, obsolete Technik, die ich durch den Film gelernt habe, die ich 0,0 kannte. Und ist wohl, noch ein Funfact dazu, bevor wir uns davon abwenden. Ja, bitte. Ist eine westdeutsche Erfindung, nämlich von der Deutschen Bundespost. Ja. Wild.
ist mir auf jeden Fall schon mal über den Weg gelaufen. Ja, aber ich kenne den Film ja auch schon länger, also unabhängig davon. Ja, du hast gesagt, du hast den Film im Fernsehen gesehen. Mhm. Damit hast du, laut Wikipedia wurde der nämlich nur 3-mal im deutschen Fernsehen gestreamt. Krass. Oder gestreamt, gezeigt, ausgestrahlt. Und zwar... jetzt bin ich gespannt. Ja, warte. Und das war so ganz beim Raff, da kommt immer das gute Wikipedia-Wissen. Das gute Wikipedia-Wissen, wobei ich das, glaube ich weiß gar nicht, wo ich das her hatte. Die gute Quellenangabe. Die guten Quellenangaben, genau. Und das letzte Mal lief der 2000. Mhm. Und 1994 lief der auf Kabel 1. Und davor einmal bei Premiere 1991 laut Wikipedia. Dann habe ich den 94 auf Kabel 1 gesehen. Da kam der nämlich auch an Heiligabend. Krass. Haben die den eiskalt rausgehauen. Hätte ich jetzt nicht gewusst, dass der nur so selten im Fernsehen lief, aber für mich war der immer da. So, ich habe den damals auf Video aufgenommen gehabt und der war immer in meiner Sammlung irgendwie. Ja, krass. Da hast du ist eine Rarität, ein gutes Zeitfenster abbekommen, um den mitzukriegen. An mir ist der Film komplett vorbeigegangen. Ich wusste weder von der Existenz des Films noch sonst irgendwas. Mhm. Und ich finde, der ist zu Unrecht in Vergessenheit geraten. Ja, finde ich auch. Weil der ist schon erstens, der Film ist super eigen. Was Inszenierung, Optik, Atmosphäre und überhaupt die Logik, der Film folgt, ist ja wirklich super eigen. Der hat nämlich, finde ich, so eine coole Verbindung von diesem schönen Weihnachtsfeeling. Also auch allein durch die Atmosphäre, ne? Das Schloss liegt ja auch komplett in Winter Wonderland. Ja. Und dann aber auch, was den auch wiederum sehr unterscheidet von Kevin allein zu Haus, wenn dann halt die Gewaltszenen kommen, also sprich der Junge sich verteidigt, auch so ein bisschen seine Fallen baut und so, dann ist die Gewalt sehr realistisch. Also in dem Sinne, dass die Leute wirklich verletzt werden. Ja. Und er selber ja auch einiges einstecken muss. Ne? Der wird da ja sogar einmal irgendwie angeritzt von dem Weihnachtsmann. Und das ist ja etwas, was beim Kevin gar nicht passiert. Also der ist ja komplett im God-Armor-Modus. Ja, auch die, wie heißen sie, klebrigen Banditen? Ja, je nachdem in welchem Teil. Im ersten sind es die klebrigen und dann die feuchten. Im ersten sind es die feuchten, im zweiten sind es die klebrigen. So. Die kriegen ja auch ständig auf die Mütze. So, die werden ja auch mit so einem riesen Ding, als sie die Treppe hochgehen, weggeschleudert. Oder die sterben dann mehrmals in unter Brand gesetzt, ne? Oder in Brand gesetzt. Der Ziegelstein. Eigentlich, genau. Ja. Eigentlich müssten das ist ja auch so cartoonisch überzeichnet. Und in dem Film ist das hier halt dann plötzlich, wenn solche Sequenzen kommen, dann tut das weh. Ne? Ja. Aber was für mich eben noch, was ich noch einwerfen wollte, ist wirklich dieser Stimmungsumbruch. Es gibt wirklich diesen einen Moment, da konnte ich eben auch nicht meine Klappe halten und das dann auch schon während des Films sagen, ist wirklich, da gibt es so eine zauberhafte Sequenz. Der kleine Junge sitzt unterm Tisch und wartet an Heiligabend, dass der Weihnachtsmann den Kamin runtersteigt, um die Geschenke zu verstecken. Er sitzt da und es wird wunderschön mit auch so Schleierbild, wird das alles so ein bisschen traumhaft inszeniert. Der hat strahlende Augen und freut sich und dann kommt aus dem Kamin in Zeitlupe, kommt dann so ein Seil runter, dann kommen langsam die roten Stiefel. Der Weihnachtsmann steigt aus dem Kamin und der Junge sitzt unterm Tisch und freut sich. Zauberhafte Musik, weihnachtliche Stimmung. Und dann kommt plötzlich so ein krasser Umbruch, denn dann kommt der Hund des Hauses, der den Einbrecher quasi, also den fremden Mann, der durch den Kamin gekommen ist, plötzlich nämlich angreift. Tiere spüren ja, wenn da was nicht stimmt. Und der greift ihn an und der Weihnachtsmann tötet den Hund kurzerhand. Ja, mit so einem Kuchen. Genau. Wie heißt Schaufel. das? Kuchenschaufel. Ist das der Begriff? Nee, ja, doch. Ja, wie auch immer. Vollen vor den Augen des kleinen Jungen, der unterm Tisch sitzt und in dem Moment steigt auch die Musik völlig krass um. So, die Weihnachtsmusik hört sofort auf und es wird ein bedrohlicher Synthi-Score drunter gesetzt und das ist total krass. Ich finde die Szene immer noch super hervorzuheben. Ja, weil da die Stimmung halt so komplett dreht. Ich meine, der Zuschauer ahnt schon vorher oder weiß schon vorher, der Typ ist irre, ne, weil der ja diesen Paketzusteller schon umbringt und mutmaßlich halt auch den hier Gärtner, Nachbarn. Da
die da in einem Schloss arbeiten. Das sieht man dann halt erst ganz später, dass das wirklich so passiert ist. Aber genau, da weiß man schon, okay, da ist Gefahr im Verzug. Aber das ist noch so relativ ruhig und relativ entspannt. Es passiert auch alles im Off. Ne? Genau, es passiert außer der Zusteller. Der Zusteller, da sieht man aber auch nur die Beine zappeln. Irgendwie. Ja, aber gut, aber man weiß es halt. Ja. Ne? Aber so genau, so diese richtig bedrohliche Stimmung, die der Film dann halt aufbaut, die ist dann bei der Szene, die du beschrieben hast halt, ne? Und das mehr als auch als Zuschauer. Du sitzt da und weißt nicht, was kommt denn jetzt, ne? Auf welchem Film befinden wir uns denn hier gerade? Ja. Man weiß schon vorher, man wird eingeführt, dass der Junge irgendwie ein kleiner Waffennarr ist. Der macht sich am Anfang so Rocky-mäßig, steht ja morgens auf, macht dann erstmal Fitnesstraining, schmiert sich Kriegsbemalung ins Gesicht. Und ja, Tarnfarben. Ich fand, der sah super aus wie, also genauso wie bei Arnold Schwarzenegger in Kommando. Ja, ist echt, also so steht er morgens auf, macht sein Training und geht dann erstmal mit seinem Plastikgewehr durch die Flure und guckt, ob irgendwo Gegner auf ihn warten. Also so wird der Junge eingeführt. Ja? Dann ist er wirklich wieder das kleine Kind, was unterm Tisch sitzt und in dem Moment, wo der Hund umgebracht wird, macht es so einen Klick und alles ändert sich auf einmal. Ja. Und man muss dazu sagen, die Mutter hat ihm ja auch noch gesagt, ja, nee, warte nicht auf den Weihnachtsmann, weil wenn du den erwischt, dann wird er zum Monster. Ja. Das ist ja auch noch so eine Ankündigung von der Mutter, die dann so überraschend wahr wird. Das war ja eigentlich, wollte die das nur, also alles, was sie da gemacht hat, war ja eigentlich dafür, dass er noch weiter an den Weihnachtsmann glaubt. Ja. Und so eben sich so diese Magie bewahrt halt davon. Aber ja, ich finde, der Build-up von dem, also sprich, wie eben der aufsteht, mit das Training macht, sich dann da diese ganzen Gadgets umschnallt, von irgendwelchen Videoüberwachungssystemen, irgendwelche Messer, sein was auch immer, genau, Tarnfarben, macht dann ja glaubwürdig, dass der sich dann da so irgendwie wehren kann und auch irgendwie weiß, wie man Fallen baut und solche Sachen. Was nicht unerwähnt bleiben darf, ist der übertrieben geile Vokuhila, den der hat. Ja. What the fuck, ey, das ist eine Friese, ey. Absolut. Junge, ey. Only in the 80s. Ja, living in the 80s. Wobei doch so lief. Das ist schon krass. Es gab so Sachen, ja. Aber ja, Vokuhila aus der Hölle auf jeden Fall. Und genau, deswegen ist es aber auch glaubwürdig. Ne? Man merkt auch, der ist so in einem behüteten, liebevollen Elternhaus aufgewachsen. Ne? Die Mutter ist zwar viel beschäftigt da als Chefin, aber sehr fürsorglich. Und der Opa, auch ein cooler Charakter, der halt schon so gebrechlicher Mann ist, der nicht mehr gut sehen kann, aber auch so ein ganz gutmütiger Charakter ist, ne? So wie ich eigentlich. So wie du, genau. Ich hab auch immer an dich denken müssen mit dem alten Mann. Und ja, es wird also wirklich viel aufgebaut am Anfang, was es halt irgendwie plausibel macht in der Welt, dass er sich wehren kann. Ich meine, man muss natürlich bedenken, es ist auch schon irgendwie Comic und es ist immer noch ein Film und man sollte da nicht zu viel hinterfragen. Aber es ist trotzdem in der Welt in sich logisch. Ja, in der Welt, genau. Also man hat auch mehr oder weniger 80% des Films an Laufzeit ist auf jeden Fall auch innerhalb dieses Schlosses oder dieses Anwesens oder drumherum, draußen in einem Vorhaus oder was, ne? Wo die dann mit dem Fahrrad hin und her fahren in diesem Wäldchen. Das meiste passiert innerhalb und dann gibt es natürlich dann auch für den Jungen versteckte Spielzimmer. Es gibt Geheimgänge zwischen einem Schrank und einem Kühlschrank. Die übrigens extrem cool sind, die Geheimgänge. Übrigens, also ja, übelst cool. Also coole Ideen, um das halt auch alles irgendwie so kindgerecht so einzubauen. So hätte der Junge sich die Welt auch gebaut. Ja, genau, ne, so diese kindlichen Augen, wie so die perfekte Welt wäre. Ich finde halt auch dieser Raum da irgendwo zwischen den Geheimgängen, gibt es so einen Raum, der auch nur, davon weiß die Mutter nichts, sondern es war ein Geheimnis zwischen Vater und Sohn, wo alle Spielzeuge von allen Ahnen aus der Familie in diesem einen Raum sind, ne? Also schon von seinem Vater, von seinem Opa und so weiter halt. Das ist auch einfach voll der Traum. Ja. Dann gibt es natürlich auch ein Poolzimmer, der hat ferngesteuerte Autos, die der auch als Waffen benutzen kann. Der hat sogar Granaten oder so Rauchgranaten zumindest.
Ja, Dartpfeile werden auch später dann verwendet, um sich zur Wehr zu setzen. Aber einen großen Teil des Films trägt dieser Junge und der Darsteller des Einbrechers oder Weihnachtsmanns. Der voll Charles Manson-mäßig aussieht. Ja, der sieht super, ne, aber irgendwie hat er auch die ganze Zeit immer so einen kindlichen Gesichtsausdruck. Ich finde, der spielt das auch total krass. Also der soll offensichtlich, ist die Figur so ein bisschen neben der Spur. Von Anfang des Films, da gibt es eine kurze Sequenz noch, während die Credits laufen, wo draußen Kinder eine Schneeballschlacht machen und der läuft da einfach vorbei, sieht das, findet das toll und will mit denen spielen. So eine Sicht und so eine Haltung hat er, aber im Laufe des Films wird er immer schlimmer und immer böser und hat halt irgendwie auch vor nix Halt. Ja, und genau, das kippt halt, ne? Man merkt halt, ne, der möchte mit den Kindern spielen, die Kinder finden das aber logischerweise gar nicht cool und sind da so ausgecreept davon und laufen dann weg. So, das ist so die erste Schelle, die der Typ im Film bekommt. Und dann halt eben, als das Kind, als er da diesen Job bekommt als Weihnachtsmann, dem sagt, ja, du bist gar nicht der echte Weihnachtsmann, wo der dann die Schelle auspackt. Und dann wird er halt gefeuert. Ja. Und das ist dann halt so der Breaking Point. Ne? Ja. Da fand ich noch hier, apropos, wo wir jetzt die ganze Zeit so drüber reden, so durch diese kindlichen Augen und so. Der Film beginnt ja mit einem Zitat von einem Kinderpsychologen, der Bruno Bettelheim heißt. Und ich habe da ein bisschen, also um das Zitat nochmal kurz zu bringen, womit der Film anfängt. Alle Kinder glauben an Magie. Sie hören erst auf, daran zu glauben, wenn sie erwachsen sind. Außer denen, die vor Enttäuschung über die Wirklichkeit nichts mehr von ihr erwarten. Spielt ja schon so ein bisschen rein in dieses Ding so, ne, ey, glaub weiter an den Weihnachtsmann, aber nicht zu sehr, weil sonst verwandelt der sich in Monster. Irgendwie hängt das mit diesem Spruch zusammen. Man muss dazu nur sagen, ich habe so mir ganz kurz halt, apropos wieder mit Wikipedia-Wissen brillieren, ich habe mir dann so ein bisschen was zu den Bettelheim durchgelesen und der war auf jeden Fall, zumindest nach seinem Tod, sehr umstritten, weil der so ganz komische Theorien halt auch entwickelt hatte. Und also es ist ein Österreicher gewesen, der ist 1903 in Wien geboren gewesen, ist dann irgendwann nach Amerika gekommen und dort 1990 gestorben. Also ziemlich kurz nach dem Release des Films. Ja. Und hinterher wurden halt so, also nach seinem Tod wurde sein Lebenslauf ein bisschen angezweifelt und seine Erziehungsmethoden. Also das war aber erst nachdem das im Film benutzt wurde. Ja, aber der war tatsächlich, es gab so ein paar popkulturelle Bezüge zu seiner Arbeit früher. Nämlich hier Peter Gabriel hatte einen Song, der ein bisschen auf seiner Theorie beruht hat, oder auf einer seiner Theorien. Das Lied hieß Kiss the Frog. Und das war aus Bettelheims Buch The Uses of Enchantment. Also, ne, der Gebrauch der Verzauberung. Und da ging es so ein bisschen irgendwie in dem Lied und in dieser Story so um diese Frosch- und Prinzessin-Geschichte, so quasi nach so einer tief verwurzelten Sehnsucht bei Männern, dass, ne, wenn sie von der Prinzessin geküsst werden, dass sie selber zum Prinzen werden. Das ist etwas, wo eben diese Bettelheim-Arbeit halt auch so stattgefunden hat. Aber, um das noch kurz auch abzuschließen, der hatte auch ein paar krude Theorien aufgestellt, so zum Beispiel Kühlschrankmutter war so ein Begriff, den er hatte. Also er war der Meinung, wenn Mütter in den jungen Lebensjahren eines Kindes Fehler machen, dann würde das Autismus auslösen. Es gab Gewaltvorwürfe, also der hat scheinbar auch Kinder, die in seiner Obhut waren, da hat einer halt Suizid begangen, wodurch er irgendwann kam dann halt so raus, dass scheinbar so unter Kollegen und irgendwie Mitarbeitern hatte der so den Spitznamen Benno Brutalheim. So, also ganz weirde Sachen und hatte auch, das passt jetzt nicht in eine Weihnachtsfolge, aber hatte da auch so eine ganz komische, der war selber auch mal in einem KZ gewesen und hat da angeblich viele Leute befragt, also Insassen, und hat da so eine ganz krude Theorie auch aufgestellt, so von infantiler Regression, wie er es nannte, dass sich KZ-Insassen irgendwann mit der SS identifiziert hätten und solche Sachen, die dann halt irgendwann so sehr, mindestens kontrovers zu beurteilen sind. Irgendwie ja gut, das kann man den Film jetzt aber nicht vormachen. Nein, das kann man den Film, da hat der Film jetzt nichts mit zu tun. Ich fand es nur interessant, weil ich kannte, also ne, als ich den gesehen habe, fand ich irgendwie den Namen Bruno Bettelheim witzig. Das klang schon so fast nach so einem Alias, finde ich.
Und ja, habe dann da halt einfach noch mal ein bisschen nachgelesen zu, wer war das eigentlich, weil ich kannte den Namen nicht. Und ja, fand ich doch interessant. Auf jeden Fall. Was auf jeden Fall auch interessant ist der Darsteller des Jungen, Thomas. Der ist nämlich gar nicht in so vielen Filmen aufgetreten. Der hat 3 Filme nur gedreht und der erste davon war sogar auch vom selben Regisseur, René Mansour. Und der heißt Die Reise in die Unendlichkeit und ist auch so ein traumhaft spielerischer Film. Ich habe mir den sogar tatsächlich als Vorbereitung zur heutigen Folge nämlich angeguckt. Und ja, das ist halt witzig. Derselbe Regisseur, derselbe Hauptdarsteller als Junge. Und da geht es aber auch irgendwie um Familienverhältnis. Aber in dem Film ist es so, dass der Vater stirbt und bei einem Autounfall stirbt, aber nicht einfach so, sondern da gibt es quasi den Tod als Figur, also der Grim Reaper quasi, der in seiner Höhle sitzt und überall Monitore hat und sich dann Leute angucken kann und sich dann seine nächsten Opfer aussucht und per Computerbefehl sich dann einmischt in die Realität und sich dann dafür entscheidet, dass der diesen Vater zu sich holen will, ins Todesreich. Und das ist sehr, sehr verträumt und der Vater wird gespielt von Alain Delon, dem kennt man vielleicht als Zorro. Und, ja, Alain Delon ist super bekannt. Und ja, der ist dann quasi vom Tod gefangen. Es spielt weiter, ne? Also der ist jetzt nicht einfach weg, die Figur, sondern der spielt weiter und ist dann in so einer Zwischendimension und soll für den Tod Märchen schreiben irgendwie so, weil der ist eigentlich auch Drehbuchautor in dem Film. Ja, aber es geht da halt auch um den Jungen und wie der Junge dann bedroht wird oder versucht, seinen Vater wieder aus der Zwischenwelt rauszuholen. Ist aber auch alles so ein bisschen spielerisch verträumt. Ich finde aber jetzt, genau um den Brückenschlag wieder zu machen, Deadly Games im Vergleich viel versierter noch, weil der auch so mit Licht spielt. Der ganze Film oder sehr viele Sequenzen sind so durchzogen von kaltem blauen Licht. Und das hebt natürlich auch diesen Schnee und diese Kälte die ganze Zeit hervor. Und das finde ich, auch hier sind sehr viele spielerische kleine Kamerafahrten. Kann man so jetzt nicht beschreiben, ne? Aber wenn man es sieht, gibt es sehr, sehr viele kleine Kamerafahrten, die auch ein bisschen verspielt sind. Ist auch so, aber die immer genau on point sind, ob das gerade verträumt ist oder ob es gerade spannend ist und da auch dann so eine Actionsequenz folgt. Und davon gibt es ja auch einige, weil es wird sehr, sehr viel Zeit in dem Film damit verbracht, dass der Weihnachtsmann hinter dem Jungen her ist oder der Junge hinter dem Weihnachtsmann. Ja. Das dreht sich ja auch irgendwann. Ja, ich finde generell, ne, also du hast es auch schon beschrieben, der ist extrem stilisiert, der Film. Also von irgendwie Kamerawinkeln, Blickwinkeln, da hat er wirklich viel ausprobiert. Und ich finde auch so diese Beleuchtung, die macht extrem viel zur Stimmung des Films. Eben auch um diese idyllische Winter Wonderland-Landschaft einzufangen. Ja. Und dazu dann halt natürlich der Kontrast zu der Brutalität, so dass da halt dieser verrückte Mörder ist, der den Jungen ja schon so mit so einer sinnlosen, irgendwie sinnlosen Passion halt und Penetranz halt jagt. Das sind dann halt so die Kontraste, die da aufeinander treffen einfach. Was ich noch sehr sympathisch fand daran, so rein handlungsmäßig, dass der Junge halt wirklich kein Dulli ist und eigentlich, mir ist jetzt nichts aufgefallen, wo irgend so ein Charakter in dem Film richtig dumm handelt. Also wo man nicht so denkt, das ist jetzt nur passiert, um den Plot voranzutreiben oder so. Sondern im Gegenteil, da sind halt wirklich sehr clevere Nummern dabei von dem Jungen. Ich fand es sehr clever, der Move, wo der sich in den Teppich einrollt und ihn da mit dem Talkie, wie er es nennt, in diese Kältekammer reinzutricksen.
Und generell von solchen Sachen waren viele. Also dem gelingt auch nicht alles. Ne? Irgendwie dieser Plan mit der Handgranate geht schief. Aber das ist alles so ein Schiefgehen. Ja, okay, das ist schiefgegangen, aber nicht aus Dummheit, sondern fiese Situation und einfach ungewöhnliche Situation. Und dadurch kann er halt einfach nicht anders handeln. Unter anderem auch, weil der sein Gegenspieler ja unberechenbar ist. Ne? Also der kriegt so einen Wagen oder eine kleine Lokomotive mit einer Handgranate, fährt auf ihn zu und statt dass der irgendwas damit tut, nimmt er die in die Hand, freut sich, zieht die wieder auf und fährt die dem Jungen wieder zurück. Also der ist halt wirklich ein bisschen irre. Ja, absolut. Ne? Und ja. Der Regisseur hat auf jeden Fall dann auch den Sprung nach Hollywood geschafft. Ist aber dann mehr oder minder da in TV-Serien so ein bisschen hängen geblieben. Der hat ein paar Folgen gedreht von der Highlander-Serie, die man vielleicht noch kennt von Anfang der 90er. Oder Raven oder The Young Indiana Jones. Oh, das kenne ich. Davon hat er einiges gemacht. Ewig nicht mehr gesehen, aber ja. Und ja, also das heißt ja eigentlich The Adventures of the Young Indiana Jones. Und ja, da ist er auf jeden Fall dann mehr oder weniger, aber so filmmäßig hat er dann nicht viel gerissen. Und dann ist er wieder nach Frankreich zurück und da dreht er jetzt, glaube ich, seit 20 Jahren immer so Filme oder ich weiß gar nicht, ob das TV-Filme dann sind, aber immer über dieselben Ermittler, so wie bei uns, sage ich mal, der Tatort. Immer, ne, irgendwie sowas. Okay. Ja, schade eigentlich, dass der nicht mehr eigene Projekte macht, weil ich finde, der hatte also ich habe nichts anderes von dem gesehen, als ich mir die Filmografie angeguckt habe. Ist der einzige Film, der Name, der mir aufgefallen ist, der Hexenclub von Bayonnet mit Vanessa Paradis und Jean Reno. Und da bin ich mir aber nicht mal zu 100% sicher, ob ich den wirklich gesehen habe. Ja. Aber den Titel kannte ich auf jeden Fall. Und sonst kannte ich halt wirklich nada von dem. Ja, und den Jungen haben wir eben schon angesprochen. Der ist nämlich auch, ich hatte ja quasi schon ausgeholt mit der Reise in die Unendlichkeit und dem zweiten Film halt Deadly Games. Und der dritte Film war dann auch leider nichts groß Erfolgreiches. Der ist aber dann trotzdem ins Business eingestiegen und ist bis heute nämlich Special Effects Chef von einer Firma, die Special Effects machen. Und die werden unter anderem, sind die in großen Hollywood-Projekten mit dabei, wie zum Beispiel Avatar. Aber gut, da gibt es sehr viele engagierte Special Effects Teams. Dann aber jetzt zum Beispiel auch im aktuellen Zack Snyder Science-Fiction-Epos Rebel Moon oder The Batman. Ja, ne? The Batman fand ich übrigens super, der 2022er von Matt Reeves. Richtig cool. Avatar kann ich ja echt nichts mit anfangen. Ne? Ich verstehe den Hype um diese Filme null. Ich fand den ersten noch okayisch. Hab den damals aber schon nicht verstanden, was da alle gefeiert haben. Und ich war dann wann kam der zweite raus? Vor 2 Jahren oder so? Ist ja auch egal. Da war ich im Kino und war ich abgefuckt von dem Film. Ich fand den so übertrieben dumm. Also alle Charaktere verhalten sich wie die letzten Honks, fand ich. Und ich muss auch sagen, also klar, ich sehe, dass da viel Arbeit reingeflossen ist und so, aber das ist echt so ein Paradebeispiel für einen Film. Ich gucke keinen Film, sondern ich gucke ein Videospiel. Das hat mit einem Film für mich nichts mehr zu tun gehabt. Ja, das stimmt. Und die Handlung ist banal bis dämlich. Ich verstehe den Hype nicht. Und ich verstehe nicht, was James Cameron da geritten hat. Ja. Personal Opinion. Aber egal. Um den soll es nicht gehen. Aber die Effekte, die der zum Beispiel bei The Batman gemacht hat, fand ich super. Ich liebe die ganze Optik bei The Batman. Wirklich sehr, sehr cool. Und irgendwie auch ein sehr ungewöhnlicher Weg von dem, ne? Dass der so als Kinderstar, Kinderschauspieler da war. Genau. Und dann trotzdem dann so ins Business gekommen ist und dann da halt auch tatsächlich so in der ersten Liga. Und ich finde, der spielt sehr gut.
Also auf jeden Fall. Der trägt den Film immens. Ey, und ich finde, das tolle Gesichts, also das, ne, da gibt es ja wirklich sehr dramatische Sequenzen und einmal, wie gesagt, wie dieses freudige Kindliche und dann wirklich wieder verzweifelt weint und schreit oder wegrennt oder Angst hat, das spielt ja wirklich super in den Augen. Was auch super sympathisch ist an dem Film, dass der eben nicht so der unbesiegbare Child Overlord ist, sondern eben halt sich auch verletzt hat, teilweise auch ernsthaft und aber auch wirklich Angst hat, ne, um seinen Opa, um sich selbst. Und aber trotzdem so sich seiner, um jetzt hier so Plattitüden rauszuhauen, seiner Angst stellt und trotzdem halt mutig handelt halt, aber der ist halt eben keine Maschine, sondern trotz allem halt ein kleines Kind, das halt auch entsprechend reagiert auf manche Sachen. Genau. Fand ich auch cool, weil ich finde, manchmal ist das manchmal so ein schwieriger Spagat, den so Kinderdarsteller halt machen müssen, wenn die so zu gewollt cool sind zum Beispiel. Ja. Ich denke da jetzt gerade tatsächlich irgendwie an hier Mick, mein Freund vom anderen Stern. Oder solche. Den hat doch jeder gesehen. Den sollte jeder gesehen haben. Nicht. Wo es halt manchmal eben schwierig ist, ne? Das ist halt, ne? Und er macht das halt aber nicht. Er finde ich, macht wirklich eine coole Performance. Trotz Vokuhila. Ja, trotz Vokuhila. Nur gerade deswegen. Der gibt ihm die Kraft, Mann. Kennst du die Story? Aber ich finde auch wirklich diese Trainingsmontage mit der entfremdet benutzten Rocky-Musik finde ich super. Ja, also, da sind auf jeden Fall auch super viele 80er Jahre Actionheld-Klischees in ihm vereint, in der Sache, wie er sich da halt trainiert, gebärdet, wie er rumläuft und so. Ich musste auch an einer Szene, voll an Terminator 2 denken, der aber auch ja später kam. Der läuft da ja irgendwann so auf diesen Geländer, also auf diesen Metallgittern rum. Ich finde, das sah total aus wie dieses Stahlwerk bei Terminator 2 am Ende, wo dann der Final Battle stattfindet. Vielleicht hat der Film das auch beeinflusst und nicht nur Kevin allein zu Hause. Who knows? Ja, ich sag mal, also zwischen Kevin allein zu Hause und dem Film ist, glaube ich, ein knappes Jahr. Ich weiß nicht, ob man da wirklich... es kann auch Zufall sein, aber es ist aber schon auffällig. Die Parallelen sind, finde ich, eindeutig da. Ja. Ich habe das auf jeden Fall nie so gesehen, als ich den damals das erste Mal gesehen habe. Ich habe das gar nicht miteinander verglichen. Für mich war das zwei völlig verschiedene Sachen. Gerade auch, weil der eben anders handelt. Ne? Und bei Kevin allein zu Hause ist ja alles eben so ein bisschen übertrieben, damit es Spaß macht. Nichts gegen Kevin allein zu Hause. Nein, aber ich meine jetzt zum Beispiel, wie der dann mit der Kassiererin dann spricht, so, das geht doch gar nicht. Ich wollte gerade, ja? All diese Sachen oder auch, dass er mit dem Video das so den Ton so schneiden kann, um die Leute immer zu veräppeln. Den Rest kannst du behalten, du Drecksschwein. Aber hier ist es halt so, alles, was der macht, hat auch Konsequenzen. Aber eine Frage habe ich noch, und da bin ich mir nämlich wirklich nicht sicher. Es gibt so eine Stelle, wo sein Freund, dem er dann auch per BTX wieder eine Nachricht zukommen lässt, wir werden hier vom Weihnachtsmann bedroht, komm uns bitte helfen. Der Freund glaubt das natürlich nicht, will aber trotzdem seinen Kumpel nicht hängen lassen und fährt mit dem BMX-Rad rüber durch den Schnee, kommt zur Tür rein, sieht seinen Kumpel blutend am Boden liegen, den Weihnachtsmann steht daneben, sieht bedrohlich aus und der Junge ruft ihm nur zu, renn weg! Und der fährt um sein Leben, der schwingt sich wieder sofort auf sein BMX-Rad, fährt weg und der Weihnachtsmann dem hinterher. Danach sieht man nichts mehr von dem Jungen. Nee. Wird ja generell dann so die Auflösung so ein bisschen dagelassen. Ne? Die Mutter kommt dann irgendwann an am Haus. Aber ja, stimmt, von dem sieht man danach nichts mehr. Aber der hat's geschafft. Also es ist jetzt nicht so, dass der halt offscreen, außer der hat sich irgendwo aufs Maul gelegt und ist dann der da. Der kann ja entkommen, weil dann noch irgendwie ein Auto da vorbeifährt, ne? Genau, das rettet dem ja letzten Endes den Arsch, ne? Ja. Weil genau, ne, der Weihnachtsmann ist dann schon fast bei dem und hat den fast halt schon eingeholt und dann der ist auf jeden Fall schon im Fully Rage Mode. Ja, absolut. Und genau, lässt dann aber den Thomas liegen, was dem aber wiederum Zeit gibt, halt sich neu zu sammeln und seinen Opa auch mit Insulin zu versorgen. Das ist dann auch noch so ein Plot, der so ein bisschen auf die Time also hier wird auch ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt. Ja, hier wird auch ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt, aber es funktioniert gut.
Absolut. Und ich finde es auch nicht überzogen. Ja. Also es ist nicht so over-the-top-mäßig oder so, was ja vieles bei dem Film irgendwie doch over-the-top-mäßig ist, aber so auf so eine Art und Weise erzählt, dass man es dem Film abnimmt. Also da musst du schon wirklich so, finde ich, bewusst das ablehnen, was der Film sagt und den schlecht machen. Nitpicking. Weil wenn du dich halt eigentlich auf die Welt einlässt, dann passt das da halt schon alles. Und ich finde, es ist wirklich eine interessante Kombo, dass der trotzdem diese heimelige Weihnachtsatmosphäre hat und dabei aber gleichzeitig auch dieses Horrorelement glaubwürdig hat, ist eine coole Mischung. Ja. Die ich auch so in der Form, ich meine, es gibt natürlich halt Weihnachtsslasher, ne, so Sachen, weiß nicht, Black Christmas fällt mir irgendwie ein, glaube ich, es gibt auch einige, die wir nicht nennen dürfen. Ja, da hatte aber trotzdem keiner so das sind dann für mich eher so, also die ich kenne, sind dann für mich eher, das waren Slasher oder Horrorfilme, die halt so zu Weihnachten spielen. Aber davon war keiner an sich irgendwie ein Weihnachtsfilm. Ja. Und der hat's halt, finde ich, so, dass der auch diese Weihnachtsatmosphäre hat. Ja, stimmt. Und gleichzeitig dieses Horror-Ding. Ja. Und das ist ziemlich cool so. Ich überlege gerade, was vielleicht noch vielleicht, aber das ist kein Horrorfilm, der Gremlins, der noch so eine Mischung hat, finde ich, mit so einem fantastischen Ding, wo aber auch eine super Weihnachtsatmosphäre ist. Also ich liebe die Atmosphäre beim ersten. Sonst würde mir da nichts einfallen von so diesen Weihnachtssachen, die so ein Weihnachtsfeeling haben. Ja. Und eben Horrorelemente noch dabei haben. Ja, ich finde den auf jeden Fall wirklich gut. Ich weiß nicht, ist es dann auch dein finales Urteil? Ja, was würdest du sagen? Ich fand den auch wirklich sehr cool. Ich hatte viel Spaß beim Gucken. Sträflich unterschätzt, beziehungsweise sträflich unterbekannt. Und kann man definitiv machen. Ja. So. Ist, glaube ich, kein Film, den man dann jedes Jahr zu Weihnachten guckt. Nö, das nicht. Aber den kann man wem einfach mal Kevin allein zu Hause vielleicht doch wieder erwarten mal raushängen sollte, weil der ja wirklich einfach jedes Jahr läuft. Und wie gesagt, nichts gegen Kevin allein zu Hause. Ich liebe diese Filme. Also ich kenne die in- und auswendig und habe die 12 Mal gesehen, aber irgendwann reicht's halt auch. Doch, toll. Da kann man durchaus auch mal auf so einen ausweichen und wird gut unterhalten. Ja. Sehr cool, sehr eigen, auch sehr cool. Man muss auch einfach sagen, ich finde, die Franzosen haben schon echt viele coole Filme gemacht. So. Also es gibt wirklich sehr viele coole Filme, die aus Frankreich kommen. Ja. Ja, und das ist auch auf jeden Fall wieder so ein Vertreter von europäischem Kino, das komplett eigen ist und sich qualitativ 0,0 vor oder hinter Hollywood-Produktionen verstecken muss. Ja, und trotzdem eine ganz eigene Note hat. Komplett. Eine Sache will ich noch ganz kurz erwähnen, die mir noch aufgefallen war, ist nämlich, dass irgendwo in dem Schloss, in irgendeinem Raum, gibt es nämlich eine Kamerafahrt oder zumindest in dem Raum ist auch öfter. Da hängt auf jeden Fall nämlich ein Zorro-Plakat, genau von so einem Zorro-Film, wo Alain Delon aus dem anderen Film, der den Vater spielt, nämlich die Figur gespielt hat. Geil. Ist mir eben aufgefallen. Und was ich auf jeden Fall noch ganz kurz erwähnen will, ist das französische Originalmotiv oder Plakat. Das finde ich nämlich auch total klasse. Das ist so in schwarz-dunkel gehalten. Man hat nur den Silhouette oder den Schatten von dem Jungen. Man sieht, der ist bewaffnet, der hat ein Stirnband, der hat irgendwelche anderen Apparaturen am Arm und im Gürtel. Ist also schwer bewaffnet mit dieser Silhouette und drumherum ist dann so ein bunter Weihnachtskranz und liegt vor dem auf dem Boden und so. Ein sehr schönes Motiv. Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. In dem Sinne wünschen wir euch ein besinnliches Weihnachtsfest. Lasst euch reich beschenken. Wartet nicht auf den Weihnachtsmann, sonst verwandelt er sich in ein Monster. Und Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bis dann. Frohe Weihnachten.